Befreiung vom GEZ-Beitrag als Rentner? Wann müssen Rentner keine GEZ-Gebühren zahlen? In welchen Fällen kann man sich nun von dieser sehr ungeliebten Gebühr befreien lassen? Wie erfolgt die Befreiung? Wie kommt man zu einem ermäßigten Beitrag? Warum steht der Gerichtsvollzieher plötzlich vor der Tür? Die GEZ, eigentlich ja Rundfunkbeitrag, deckt die Kosten für den öffentlichen Rundfunk ab, aber nicht jeder muss diese Gebühr zahlen. Wusstet ihr das? Auch müssen nicht alle Rentner diesen Rundfunkbeitrag zahlen. Mehr dazu gleich. Ich bin Jutta Martin, Rentnerin und versuche hier steuerliche Themen und aktuelle Änderungen hauptsächlich für Rentner verständlich näher zu bringen. Dazu veröffentliche ich regelmäßig neue Videos. Abonniert gerne diesen Kanal und drückt auch die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Fragen und Antworten schreibt bitte unten in die Kommentare. Und sichert euch auch die Gratis-Checkliste speziell für Rentner oder auch die Gratis-Anleitung in 7 Schritten zur Steuererklärung. Die Links dazu befinden sich unter diesem Video. Studenten, Auszubildende, sofern sie Sozialleistungen erhalten, oder taubblinde Menschen konnten sich schon immer vom Rundfunkbeitrag befreien lassen. Aber auch für Rentner gibt es eine GEZ-Befreiung unter bestimmten Voraussetzungen. Immerhin beträgt der pauschale Beitrag monatlich 18,36 € pro Haushalt. Das sind 55,08 € im Quartal und über 220 € in einem Jahr. Das ist eine Menge Geld, besonders jetzt, wo alle Preise explodieren. Die GEZ-Gebühreneinzugszentrale war bis Ende 2012 für den Einzug der Rundfunkgebühr zuständig. ARD, ZDF, Deutschlandradio, Beitragsservice, konkret öffentlich-rechtliche, nicht rechtsfähige Gemeinschaftseinrichtung, so nennt sich diese Einrichtung. Jetzt. Mit dem Rundfunkbeitrag werden öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten in Deutschland finanziert. Das sind ganz grob ARD, ZDF und Deutschlandradio. In welchen Fällen kann man sich nun von dieser wirklich ungeliebten Gebühr befreien lassen? Sie können sich von der Rundfunkbeitragspflicht befreien lassen, wenn Sie eine der folgenden Sozialleistungen erhalten. Das ist zum einen das Bürgergeld oder Sozialgeld, Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz, also dieses BAföG, Berufsausbildungsbeihilfe, Ausbildungsgeld, wenn die Empfänger nicht mehr bei den Eltern wohnen, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Blindenhilfe, Pflegegeld nach landesgesetzlichen Vorschriften, Hilfe zur Pflege, Pflegezulagen nach dem Lastenausgleichsgesetz. Ja, da können die sich befreien lassen. Außerdem Personen, denen wegen Pflegebedürftigkeit ein Freibetrag zuerkannt wird. Volljährige, die im Rahmen einer Leistungsgewährung in einer stationären Einrichtung leben. Auch für eine Nebenwohnung kann man eine Befreiung von der Rundfunkgebühr beantragen. Wie kann man sich jetzt befreien lassen? Auf der Webseite rundfunkbeitrag.de erhält man zunächst das Formular. Man wählt es aus, gibt an, ob man aus sozialen oder gesundheitlichen Gründen sich befreien lassen möchte. Ja, gibt denn seine persönlichen Daten ein, überprüft nochmal alles und druckt dann diesen Antrag aus. Es gibt 2 verschiedene Anträge, ein Antrag für die Befreiung und ein Antrag auf die Ermäßigung des Beitrages. Der Antrag kann online ausgefüllt werden, muss aber unterschrieben werden und deshalb auch ausgedruckt werden. Das Formular erhalten Sie auch bei den zuständigen Behörden der Städte und Gemeinden. Wichtig: Bitte stellen Sie keinen Antrag, wenn der erforderliche Nachweis noch nicht vorliegt. Eine Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht kann bis zu 3 Jahre rückwirkend gewährt werden.
Wer seinen Rundfunkbeitrag nicht abbuchen lässt, sondern selber überweist, muss ab 01.01.2023 neue Bankverbindungen beachten. Schriftliche Erinnerungen entfallen künftig aus Gründen der Kosteneinsparung. Wird die Frist verpasst, gibt es gleich einen Festsetzungsbescheid mit mindestens 8 € Säumniszuschlag. Wird dann immer noch nicht bezahlt, erfolgt ein Vollstreckungsersuchen. Das bedeutet, dass Konto, Gehalt, Schmuck oder andere Wertgegenstände gepfändet werden können. Besser ist es, ja, die Zahlung auf Lastschriftverfahren umzustellen. Insgesamt zahlen 46 Millionen Deutsche Rundfunkgebühren, die dazu dienen, öffentlich-rechtliche Medienangebote zu finanzieren. Dazu zählen ARD, ZDF, Landesrundfunkanstalten, Dreisat, Arte sowie das Internetangebot Funk und Deutschlandradio. Dabei wird der Gebührentopf mit 13 € mehrheitlich in die ARD, mit 5 € an die ZDF und mit weniger als 1 € an das Deutschlandradio und Landesmedienanstalten aufgeteilt. Also 46 Millionen Haushalte zahlen in Deutschland diese Rundfunkgebühr. Über den Sinn oder Unsinn, in meinen Augen Zwangsgebühren, kann man sich streiten oder auch nicht. Als Bürger zieht man in der Regel den kürzeren, wenn man die Zahlung unbegründet verweigert. Deshalb mein Hinweis: Post von der GEZ sollte grundsätzlich beantwortet werden. Ansonsten kann es passieren, dass plötzlich der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht. Wer mehr darüber erfahren möchte, kann sich auf der Webseite rundfunkbeitrag.de informieren. Haben Sie sich schon über die gekürzte Nettorente ab Januar 2023 informiert? Falls nicht, dann schauen Sie gleich mal rein. Alles Gute und bis zum nächsten Video wünscht Jutta Martin.